Brotbacken im Airfryer? Das geht. Dieses hübsche Brot habe ich heute frisch in der Heißluftfritteuse gebacken. Und auch diese Brötchen sind frisch aus der Heißluftfritteuse. Und sogar dieses schöne Brot habe ich im Airfryer gebacken. Du willst wissen, wie das geht? Dann bist du hier genau richtig, denn wir haben alles mit der Kamera festgehalten und drehen nun die Uhr zurück auf Anfang. Ein gutes Brot braucht nur wenige Zutaten. Hier habe ich Mehl, Salz, Trockenhefe und Wasser. Ich gebe Salz und Hefe zum Mehl. Mische einmal kurz durch. Dann kommt noch das Wasser dazu und alles wird einfach kurz gemischt. Ich liebe dieses Rezept, denn es ist richtig einfach. Du brauchst den Teig nicht mal zu kneten. Einfach schön mischen, das reicht schon. Dann kommt ein feuchtes Tuch drauf und der Brotteig darf 12 bis 18 Stunden ruhen. Dieses Brot habe ich schon so oft gebacken, bislang aber immer im Backofen und ich wollte wirklich schon lange mal testen, ob Brotbacken auch in der Heißluftfritteuse funktioniert. Und heute ist die perfekte Gelegenheit, denn Cosori hat uns einen neuen Airfryer zur Verfügung gestellt und damit testen wir nun 3 verschiedene Brotrezepte. Der Teig hat nun etwa 15 Stunden geruht. Ich habe das Tuch dazwischen übrigens einmal nochmals feucht gemacht. Und schau dir diesen Teig nun an. Der hat gearbeitet und ist schön aufgegangen. Sieht ansonsten nicht spektakulär aus, aber genau so soll es sein. Ich gebe auf ein Stück Backtrennpapier etwas Mehl und anschließend den Teig darauf. Mit einer Teigkarte den Teig von außen in die Mitte falten. Dies rundherum wiederholen. Insgesamt vielleicht so 5 bis 10 Mal. So bekommt der Teig mehr Spannung. Zum Backen brauchen wir eine hitzebeständige Form. Ich verwende diese Glasschüssel. Außerdem bereite ich schon mal 4 Eiswürfel in 2 ofenfesten Formen vor. Diese werden anschließend zu Dampf und sorgen dafür, dass das Brot schön aufgeht und eine schöne knusprige Kruste bekommt. Nun das Brot samt Backpapier in die Form geben. Überstehendes Backpapier abschneiden, damit es nicht an die Heizspirale kommt. Eiswürfel links und rechts in den Garkorb platzieren und ab damit in den Airfryer. Wir lassen das Brot nun auf der Bake-Funktion für 30 Minuten bei 170 Grad backen. Anschließend werden wir die Temperatur reduzieren. Du kannst das Brot auch mit der klassischen Airfryer-Funktion backen und natürlich auch mit einer anderen Heißluftfritteuse. Dann musst du Temperatur und Zeitdauer allenfalls ein bisschen anpassen. Und natürlich geht es auch im Backofen, so habe ich es ja bis anhin immer gemacht. Da brauche ich dann allerdings viel mehr Hitze. Ich backe das Brot im Backofen bei 230 Grad. Damit sind wir bereits bei einem großen Vorteil von Heißluftfritteusen. Sie sind wesentlich energieeffizienter als ein Backofen. Das heißt, wenn du ein Rezept, das für den Backofen geschrieben ist, im Airfryer zubereiten möchtest, kannst du in der Regel Hitze und auch Dauer reduzieren. Ich nutze heute den Cosori Dual Blaze Twin Fry und Cosori gibt an, dass der Energieverbrauch von diesem Gerät im Vergleich zu einem herkömmlichen Backofen um bis zu 45% reduziert ist. Du sparst damit also richtig viel Energie und damit natürlich auch Geld. Und wenn dir andere Airfryer bislang als Backofenersatz zu klein waren, dann schau dir diesen großen Doppelkorb an. Du kannst die beide getrennt voneinander nutzen. Hier zum Beispiel Pommes und hier Gemüse zubereiten. Du kannst nur eine Seite nutzen oder wie wir heute für das Brot den Trenner entfernen und dann hast du eine große Fläche zum Beispiel für einen Braten oder ein Leibbrot. Wenn du dir also überlegst, einen Airfryer zu kaufen oder dich nach einem neuen Backofen umschaust, dann schau dir auch den Twin Fry von Cosori an. Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Unser Brot hat jetzt 30 Minuten bei 170 Grad gebacken. Kurzer Blick rein. Wow, ja, das sieht schon toll aus. Ich nehme die Ofenschälchen mit dem Wasser von den Eiswürfeln raus und mache schnell wieder zu. Ich reduziere nun die Hitze auf 150 Grad und lasse das Brot nochmals für etwa 20 Minuten fertig backen.
Ich backe das Brot im Airfryer lieber etwas länger, dafür bei tieferer Temperatur, denn bei hoher Temperatur besteht die Gefahr, dass wir zwar außen eine schöne dunkle Kruste bekommen, innen der Teig aber noch nicht durch ist. So, unser erstes Airfryer-Brot ist fertig. Wow, schau dir das an! Ich nehme das Brot aus der Form und auch vom Papier. Kurzer Klopftest. Klingt super. Zum Auskühlen auf ein Kuchengitter legen. Ich bin begeistert. Sieht das nicht toll aus? Das Brot braucht nun 1 bis 2 Stunden, um vollständig auszukühlen, aber statt einfach rumsitzen und warten, backen wir direkt Brotvariante Nummer 2. Dazu brauchen wir 250 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Zucker, einen halben Teelöffel Salz, 10 Gramm frische Hefe, 30 Gramm Butter sowie 150 Milliliter Milch. Das Mehl kommt in eine Schüssel. In einem Topf erwärmen wir die Butter mit einem Teil der Milch, Salz und Zucker. Sobald alles aufgelöst ist, von der Platte nehmen und die restliche Milch dazugeben. Nun kommt die Hefe dazu und alles wird gut gerührt. So geben wir die Flüssigkeit zum Mehl und nun wird der Teig während 10 Minuten mit der Maschine oder von Hand geknetet. Damit der Teig schön aufgeht, ist es wichtig, dass du ihn wirklich lange genug knetest. Also lieber 2 Minuten mehr als weniger. Den fertigen Teig mit einem feuchten Tuch zudecken und für 90 Minuten aufgehen lassen. Das ist ein klassischer Schweizer Zopfteig. Ich würde den am ehesten mit Milchbrötchenteig vergleichen. Wir haben daraus vor 2 Jahren bereits Hasenbrötchen gezaubert zu Ostern. Das Video findest du unter dem i. Heute backen wir daraus ebenfalls kleine Brötchen und das auch im Airfryer. Wenn der Teig auf die doppelte Größe aufgegangen ist, nehmen wir ihn aus der Schüssel und formen ihn in gleich große Stücke. Ich möchte 8 Brötchen machen, das heißt Teig halbieren. Nochmals halbieren und noch ein letztes Mal. So bekomme ich 8 Teigstücke. Diese nun rund wirken, also den Teig ein paar Mal von außen nach innen einschlagen oder falten, sodass ein schöner Teigling entsteht. Umdrehen und unter der Hand mit kreisenden Bewegungen rund formen. Mit den anderen Teigstücken gleich verfahren. Dieser Teig ist so toll, das Formen fühlt sich einfach gut an und ist für mich auch etwas, das mich nach einer stressigen Arbeitswoche runterholt. Für einen schönen Glanz die Brötchen mit einem verquirlten Ei oder etwas Milch bestreichen. Nun gebe ich die Milchbrötchen in den Airfryer. Direkt auf die Röstplatte und immer mit etwas Abstand. So kann die Luft gut zirkulieren. Korb in den Airfryer schieben, aber noch nicht einschalten. Wir geben den Brötchen nochmals 15 Minuten Zeit zum Gehen. Erst nach dieser Zeit stellen wir die Heißluftfritteuse an. Ich nehme wiederum die Bake-Funktion bei 160 Grad. Ich stelle mal 12 Minuten ein, werde aber nach 10 Minuten ein erstes Mal reinschauen. So, 10 Minuten um. Wir schauen mal kurz rein. Wow, die sehen schon richtig klasse aus. Ich lasse sie aber noch ganz kurz weiterbacken. Wow, schaut euch das an. Insgesamt habe ich die Brötchen nun für 12 Minuten gebacken. Die sehen doch richtig klasse aus. Ich gebe die auch auf das Kuchengitter und lasse sie schön auskühlen. Und dann, ich glaube, wir müssen noch was Neues probieren, weil es klappt gerade so gut. Und ich hatte schon lange mal Lust, ein Wurzelbrot zu backen, also so ein längliches, verdrehtes Brot. Das habe ich noch gar nie gemacht, auch nicht im Backofen. Aber jetzt, wo es so gut klappt hier im Airfryer, versuchen wir das doch jetzt auch gleich.
Dazu gebe ich einen Teelöffel Salz zu 300 Gramm Mehl und mische das kurz durch. In 200 Milliliter Wasser gebe ich 10 Gramm Hefe dazu und löse diese auf. Nun gieße ich dies zu den trockenen Zutaten. Und dann wird alles gut vermischt und geknetet. In der Maschine mindestens 5 Minuten, wenn du von Hand arbeitest, würde ich 10 Minuten kneten. Den fertigen Teig wiederum mit einem feuchten Tuch zudecken und 90 Minuten auf die doppelte Größe aufgehen lassen. Ich habe bei allen 3 Brotteigen übrigens unterschiedliches Mehl verwendet, behaupte aber, du könntest überall klassisches Weizenmehl Typ 405 verwenden. Beim ersten, dem Brotteig, den wir nicht geknetet haben, habe ich ein Schweizer Ruchmehl verwendet. Das ist so ein dunkleres Mehl mit mehr Schalenteile vom Korn drin. Typbezeichnung ist 1100, aber wie gesagt, dieses Brot habe ich schon sehr oft gebacken, einfach im Backofen, und da habe ich mal klassisches Weizenmehl verwendet, mal dieses Ruchmehl, auch mal Dinkelmehl, und es hat mit allen funktioniert. Beim zweiten, bei den Milchbrötchen, da habe ich ein Zopfmehl verwendet, auch das ist ein typisches Schweizer Mehl, das ist klassisches Weizenmehl mit ein bisschen Dinkelmehl drin, und hier jetzt beim Wurzelbrot, da habe ich aber tatsächlich das klassische Weißmehl, also Typ 405 verwendet. Aber auch da könnte ich mir das Ruchmehl sehr gut vorstellen für so eine dunklere Variante davon. Aber dies einfach so als kleiner Exkurs, weil wir immer mal gefragt werden, welche Mehlsorten wir denn verwenden bei unseren Rezepten. Und jetzt geht's weiter mit dem Wurzelbrot. Den Teig gebe ich wiederum direkt auf ein mit Mehl bestäubtes Backpapier und forme daraus, ohne noch zu kneten, direkt einen langen Strang. Diesen nun nur noch ein paar Mal verdrehen und so in die Mitte legen. Mit etwas Mehl bestäuben. Statt Mehl könntest du hier übrigens auch Körner drüber streuen. Nun schneide ich das Backpapier dem Brot entlang aus. Und gebe es anschließend in den Airfryer. Auch hier lasse ich das Brot zuerst 15 Minuten aufgehen, bevor ich die Heißluftfritteuse einschalte. Nach dieser Zeit gebe ich wiederum Eiswürfel zum Teig für den Dampf. Nehme abermals die Bake-Funktion, wähle diesmal 180 Grad und backe es so für die ersten 20 Minuten. Nach dieser Zeit Eiswürfelbehälter wieder entfernen, Hitze auf 150 Grad reduzieren und weitere ca. 15 Minuten backen. Es riecht total lecker in der Küche. Jetzt bin ich gespannt, wie das Brot aussieht. Oh, wow! Auch das Wurzelbrot gut auskühlen lassen. Und dann ist der große Moment endlich da und wir können die Brote anschneiden und kosten. Oh, richtig lecker. Oh. Gut. Und jetzt bin ich gespannt auf das Wurzelbrot. Das ist jetzt ehrlicherweise noch nicht ganz ausgekühlt, noch leicht warm. Oh, es riecht lecker. Und schau mal, richtig schön luftig geworden. Feste Kruste, innen luftig, Brotherz, was willst du mehr? Ich bin begeistert, zum allerersten Mal Brot im Airfryer gebacken und direkt so tolle Ergebnisse. Wenn ich das kann, kannst du das auch. Probier es unbedingt aus und berichte uns gerne in den Kommentaren. Ein letzter Tipp noch, es lohnt sich, qualitativ hochwertiges Mehl zu verwenden, zum Beispiel direkt von der Mühle.
Gutes Gelingen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, tschüss!